Ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal, mit wem ihr es zu tun habt, was ich alles gemacht habe und was meine Absichten sind. Die Wirkung ist ja immer oft eine andere, als man hat. Zumindest möchte ich euch meine Absichten mitteilen. Die Wirkung müsst ihr selber entscheiden. Ich hoffe, eine gute, energetisierende Wirkung zu haben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Warum mache ich mir die Mühe, mich da ab und zu mit sehr sympathischer Hilfe und sehr kompetenter Hilfe Videos ins Netz zu stellen, Massenkommunikation zu betreiben und zu riskieren, dass man da einen Shitstorm kriegt, dass Leute anrufen und sagen, alles falsch. Warum tue ich das und wer bin ich? Das will ich kurz beantworten. Wer bin ich? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Gute Frage. In einem schönen Buch von Richard David wird das deutlich. Wir alle sind ganz viele. Wir sind Autofahrer, Männer, Frauen, Kreaturen mit meistens 2 Augen, einer Nase, also allen anderen Lebewesen verwandt. Diese Identität des Kreaturseins, das haben wir oft vergessen, dass wir in erster Linie eine Kreatur sind. Wir denken, oh, ich bin Abiturient oder ich bin Meister im Handwerk oder ich bin Autofahrer oder ich bin Mutter, Vater, was immer, Fotograf. Nein, in erster Linie sind wir Kreaturen und ich bin in erster Linie eine Kreatur und fühle mich anderen Kreaturen verwandt, sehr verwandt, anderen Männern, anderen Frauen, anderen Ameisen, anderen Bären. Und meine größte Angst, wisst ihr, was meine größte Angst ist? Meine größte Angst ist, dass die Kreatur Baum und die Kreatur Pflanze irgendwann im Frühling hier in Europa nicht mehr grün wird. Dass es aufhört, das Leben, dass das Leben einfach aufhört. Weil wir nicht begreifen, dass das Leben nicht ein Mensch ist, eine Ameise oder sonst was. Nein, wir sind Teil des Lebens. Das ewige Leben, wir sind Teil des ewigen Lebens. Wir sind das ewige Leben. Und wenn wir es suchen im Gral, ist das ein falscher Fehler. Wir müssen es in uns suchen, das ewige Leben, das Leben. Und außen können wir es beschützen, indem wir versuchen zu verhindern, dass jede Lebensform oder dass Lebensformen getötet werden. Falsche Fehler gibt's. Wir sind insgesamt auf dem falschen Trip. Das ändert sich aber gerade. Fridays for Future, Hut ab. Rebellion, Extinction, Hut ab. Und wer bin ich? Ich bin ein Mensch in erster Linie, der sich bemüht, Bewusstsein in die Welt zu bringen, Bewusstsein für die verdrängten Dinge. Wer nachlesen will, kann bei C.G. Jung nachlesen. Wer nachlesen will, kann auch meine kleinen Bücher nachlesen, zum Beispiel Die Rote Bank. Und er kann nachlesen bei Fritjof Capra, da ist schon mal beschrieben in den 60er, 70er Jahren, wie ein Paradigmenwechsel geben will. Ein schönes Bild ist wie diese Hippies damals, den bösen Polizisten, das war ja noch viel schlimmer als heute, Blume in den Gewehrlauf stecken, barbusig. Das ist ein Paradigmenwechsel gewesen damals. Ein solcher Paradigmenwechsel steht wieder an. Den möchte ich begleiten, den möchte ich mittragen, mit initiieren, Argumente liefern, Mut machen, weiter auf dem Weg zu gehen und neue Ideen zu entwickeln. Das ist im Moment meine Aufgabe. Deswegen mache ich diese Videos und die Kernbotschaft ist, große Vermögen, intelligent, nicht mit Vergesellschaftung und so einem Quatsch, große Vermögen intelligent nutzen, um das Leben zu erhalten, um zu verhindern, dass Lebensformen aussterben. Das sehe ich im Moment als meine Aufgabe. Mein Hintergrund, ich habe mal Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule Köln, war mal Karatemeister, Dahnträger, war Pilot, war 10 Jahre Lehrer am Gymnasium, Sportlehrer, Psychologie habe ich auch unterrichtet, habe als Therapeut gearbeitet und viele Jahre als Managementtrainer. Häufig in Seminaren gesessen, bei sehr kompetenten Kollegen, von denen ich viel lernen durfte,
aber später habe ich dann das Wissen und die Kompetenzen auch versucht weiterzugeben. Und deshalb jetzt meine Rolle und der Qualitätssprung in die Massenkommunikation hinein. Ich bin eher so ein Typ für 4 Augen oder maximal 12 Teilnehmer. Die großen Gruppen jagen mir Respekt ein, war auch nicht mein Talent. Jetzt muss ich es aber wagen, ein Qualitätssprung. Ich sage immer, lebensphasenspezifische Ziele soll man sich setzen. Und ein lebensphasenspezifisches Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe, ist das Wissen, was ich aneignen durfte in den vielen Seminaren, wo man ja sitzt, wenn man Verhaltenstrainings macht, hört man ja auch viel, wird offen gesprochen, das zu verdichten und Handlungsempfehlungen zu geben, Bewusstsein zu geben für diesen Kampf, der jetzt ansteht. A, künstliche Intelligenz, hoffentlich wird das kein Kampf. Gesellschaftlich der Paradigmenwechsel, der kommen wird. Die Veränderungen, die kommen wird, die kommen werden. Dafür Mut zu schaffen. Ihr braucht nicht, verbündet euch, geht zu diesen kleinen Gruppen von Rebellion, Extension oder Fridays Future oder auch zu den Grünen oder meinetwegen auch zu anderen Parteien. Rottet euch zusammen und das gibt Kraft. Gemeinsam, fröhlich. Übrigens, das Beste, jetzt verrate ich aber einen Trick, wenn die politisch Orientierten werden alle lachen. Worum geht es? Um Lebensenergie. Es geht einfach um Lebensenergie. Und wo gibt es die meiste Lebensenergie? Die meiste Lebensenergie, die meiste gruppendynamische Freude gibt es, wenn man gemeinsam Musik macht, wenn man gemeinsam singt. Wer also sich nicht gut fühlt, soll einen Massagekurs machen, ist in Ordnung. Aber nachhaltige Gesundheit entsteht in den meisten Chören und wenn man gemeinsam Musik macht. Ob das jetzt Trommeln ist, also Schlagzeug oder Blasmusik oder was immer, geht in den Chor und achtet auf eure Lebensenergie. Das ist es, worum es geht, worum es mir geht. Deshalb habe ich die ganzen Jahre gearbeitet, war sinnvoll tätig, wie ich meine. Und jetzt kommt der nächste Sprung in die Menge hinein. Was ist mir wichtig? Mir ist ganz wichtig, dass uns allen klar wird, wir haben 2000 Jahre lang die Natur ausgebeutet. Eine Zeit lang war das egal, weil wir verreckt sind, gestorben sind, begraben wurde, von Ameisen gefressen. Jetzt ist das anders. Wir produzieren Plastik, wir produzieren Atommüll und wir sammeln Gold in den Schließfächern, wo kein Mensch was von hat. Früher wurden die Goldmünzen vielleicht noch irgendwann mal von jemand gefunden, da hatte der was von. Jetzt haben wir Gold produziert, wir produzieren Nullen auf irgendwelchen Bankkonten und sind dabei, wahnsinnig schnell das Leben zu zerstören. Das muss aufhören. Ich möchte, dass die großen Vermögen verwendet werden, um Leben zu retten, einzelne Lebewesen, nicht unbedingt Menschen, Lebensformen und das Prinzip Leben, was als dünner Teppich hier um den Planeten herumgeht. Wir sind Teil des ewigen Lebens, dass wir das fühlen und dass wir das Leben beschützen, nicht unbedingt unsere Mitmenschen. Wir müssen das Leben beschützen.